Hallo, heute möchten wir euch mitnehmen zum Ottawa River und nach Ottawa, der kanadischen Hauptstadt, sodann nach Carleton Place am Mississippi, einem ganz besonderen Ort. Weshalb? Das erfahrt ihr im Film. Wir hoffen, dass ihr mit unserem Film ebenso viel Spaß haben werdet, wie wir an unserer Reise und wünschen euch alles Gute. Unseren heutigen Schlafplatz fanden wir in Hawkesbury am Ottawa River und er war einfach fantastisch. Die Straße führte uns entlang des Ottawa Rivers zur kanadischen Hauptstadt Ottawa. Schon der Weg war das Ziel. Wir fuhren in den nördlich des Regierungshügels von Ottawa gelegenen Ort Gatineau, um von dort zu Fuß über die denkmalgeschützte Alexandrabrücke nach Ottawa zu laufen. Die großen Trucks donnern hier unreglementiert durch die Innenstadt, da brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Wir fuhren über die McDonald-Cartier-Bridge nach Gatineau. Die Stadt liegt an der anderen Flussseite gegenüber des Parliament Hills von Ottawa. In Gatineau fanden wir einen tollen Parkplatz, der zum Verweilen einlud. Die Polizei zeigte allgegenwärtig ihre Präsenz in Kanada. Hier starteten wir unseren Rundweg mit der Überquerung des Ottawa Rivers über die Alexandra Bridge.
Hier haben wir bereits einen Ausblick auf die Altstadt mit Regierungsviertel von Ottawa. Im Gebäude mit der Glaskuppel befindet sich die Nationalgalerie von Kanada. Hier im Bild Notre Dame Ottawa, die wir erst auf dem Rückweg besichtigen konnten, weil auf dem Hinweg gerade eine Messe zelebriert wurde. Die weitläufigen Grünanlagen erinnerten an einen englischen Garten. Im Hintergrund das Gebäude der amerikanischen Botschaft in Ottawa. Die gefüllten Tulpen hatten XXL-Format und bedeuteten für uns Anfang Mai den zweiten Frühling. Hier das Fairmont Hotel mit alter Schleusenanlage. Hier vom Regierungsviertel aus ein Blick auf die Alexandra-Brücke, über die wir zu Fuß nach Ottawa gekommen waren. Die Dame fütterte eine Taube. Die neuen Gebäude fügten sich super in die alte Bausubstanz ein. Hier spiegelte sich sogar die alte Bausubstanz in der neuen. Vom Supreme Court aus kehrten wir zurück.
ein Regierungsfahrzeug. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Ja, richtig, ein Eis. Auf dem Rückweg war die Messe zu Ende und so konnten wir Notre-Dame d'Ottawa von innen besichtigen. Auch diese war prächtig gestaltet und glich der Notre-Dame von Montreal. Zurück ging es wieder über die Alexandra-Brücke nach Gatineau, wo unser Unimog parkte. Ein Sommertag in Ottawa und nie hätte ich geglaubt, dass ich dieses Kleid Anfang Mai in Kanada würde tragen können. Hier seht ihr das Canadian Museum of History. Und hier überqueren wir noch einmal den Ottawa River. Und kommen dann nach Carleton Place am Mississippi. Hier ein Eichhörnchen. Was diesen Ort so ganz besonders macht, ist, dass wir in unserer Sprache willkommen geheißen wurden und uns ebenso eine gute Reise gewünscht wurde mit Präsenten. Auch in Marmora durften wir eine Nacht lang zu Gast sein. Hier flog mir mein neues Kleid vom Wind getrieben direkt vor die Füße.
Das war Toronto mit rund 2,8 Millionen Einwohnern, die größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario. Viel befahren mit entsprechender Luft. Das ist Hot Credit am Ontariosee. Und hier unser Platz. Canadian Tire, wörtlich übersetzt kanadische Reifen, ist allgegenwärtig in Kanada und beliebt wegen des kostenlosen Internets auch vor dem Laden. Hier gibt es mehr als Reifen zu kaufen. Besonders in Kanada ist, dass der Dieseltreibstoff eine solche Beschaffenheit hat, bei dem ein Zusatzstoff empfohlen wird, den es im Canadian Tire zu kaufen gibt. Und auch das Mückenabwehrmittel DEET gibt es hier in der Großpackung. So, das war's für diesmal. Und wenn ihr möchtet, nehmen wir euch gerne mit auf unsere nächste Reise zu den Niagarafällen und zum Ort Niagara on the Lake. Bis dahin, alles Gute!